Die Mutter starb an einem Morgen, als der Frost noch auf den Fensterscheiben lag. Nicht schnell und nicht laut. So wie Dinge sterben, die lange auf sich gewartet haben. Das Fieber hatte sie wochenlang ausgehöhlt, Schicht für Schicht, bis kaum noch etwas übrig war als die Hände auf der Decke und die Stimme, die kleiner wurde und kleiner. Das Mädchen saß auf dem Schemel neben dem Bett. Es hatte dort gesessen, seit das Licht draußen schwächer geworden war. Nicht, weil jemand es gesagt hatte, nur weil es keinen anderen Ort gab. Der Vater war irgendwo im Haus. Der schritt auf dem Flur. Langsam, dann anhaltend. Er trat nicht herein. Er konnte nicht. Das war die Wahrheit, die das Mädchen sich nicht aussprach. Die Hand der Mutter lag in seiner. Warm, zuerst, dann weniger. Nicht auf einmal, so allmählich wie der Winter durch die Ritzen kriecht, unmerklich, bis man bemerkt, dass man schon friert. Das Mädchen drückte die Finger um die der Mutter fester und ließ nicht los. »Komm her!« Nur das. Aber das Mädchen beugte sich vor und die Mutter legte eine Hand auf ihr Gesicht. Eine Hand, die schon so leicht war, dass das Halten kaum etwas wog. Nur Wärme. Nur die Wärme, die immer da gewesen war und die jetzt das Letzte war, was blieb. »Bleib fromm und gut.« Die Worte kamen ohne Anstrengung, keine Bitte, keine Mahnung. Eine Aussage, die schwerer wog als alles, was nicht mehr gesagt werden konnte. »Das Beste von mir ist in dir. Es geht nicht weg.« Das Mädchen öffnete den Mund. Die Mutter schloss die Augen. Das Gewicht der Hand auf dem Gesicht wurde leichter und dann war der Atem anders. Flacher. Dann nicht mehr. Die Hand auf dem Gesicht. Das Mädchen ließ sie dort liegen. Irgendwann trat der Vater in die Tür. Das Mädchen hörte, wie er die Hand seiner Frau nahm. Wie er einen Laut machte. Keinen richtigen, nur den Laut von jemandem, dem etwas wegfällt. Dann seine Schritte, die weggingen. Das Mädchen blieb sitzen. Die Kerze brannte nieder, ein gleichmäßiger Tropfen nach dem anderen. Draußen wurde der Frost heller. Innen blieb alles so, wie es war. Nur die Hand unter seiner kältete sich ab, ganz langsam. Und das war das Einzige, das die Zeit noch anzeigte. Der Winter deckte das Grab mit Schnee. Ein kleines weißes Tuch über der Erde, so ordentlich, als hätte jemand gefaltet. Das Mädchen ging jeden Tag hinaus, auch wenn der Boden hart gefroren war und die Schritte keine Abdrücke hinterließen. Es stand, dann kniete es, dann stand es wieder. Manchmal sprach es, manchmal nicht. Das Frühjahr kam und zog den Schnee fort. Der Sommer trug die Tage lang und der Herbst ließ die Blätter fallen und das Mädchen war immer noch dort. Es wartete auf etwas, das keinen Namen hatte. Der Vater kam an einem Herbsttag zurück von einem längeren Weg und er war nicht allein. Das Mädchen stand an der Tür und zählte. Eine Frau, 2 Töchter, eine Frau, 2 Töchter. Zweimal, nicht weil es gezweifelt hätte, weil das Zählen half, die Zeit zu überstehen, wenn der Atem flach wurde und die Wörter nicht kamen. Die Frau war schön, die Töchter auch. Sie schauten das Mädchen an und ihre Blicke sagten etwas, das keine Begrüßung war. Der Vater schaute nicht hin. Es geschah nicht auf einmal. Das war das Eigentümliche daran. Es geschah in kleinen Schritten, sodass man nie genau sagen konnte, wo es begonnen hatte. Die Frau öffnete die Schränke und sah, was darin war. Schöne Kleider. Das Mädchen hatte nur wenige, aber sie waren sorgfältig gefaltet, mit Lavendel zwischen den Lagen, so wie die Mutter es getan hatte. Die Frau nahm sie heraus, nicht mit böser Absicht, nicht mit Freude, mit der Selbstverständlichkeit von jemandem, der bereits entschieden hat, was wem gehört. Sie legte sie in ihren Arm und trug sie fort. Das Mädchen stand dabei. Es presste die Finger in den Stoff seines Kittels. Dafür bekam es etwas anderes. Grau, nach Fremdem riechend,
Die Nähte unsauber, der Stoff steif von zu langem Lagern. Es zog es an und stand damit in der Küche, und das war der Anfang. Die Küche war ab jetzt sein Ort, der Herd, die Asche, das kalte Wasser am Morgen. Die Stiefschwestern, das Mädchen lernte ihren Namen. Odile, die Ältere, mit dem Blick, der alles einschätzte, sofort und ohne Aufwand, als wäre der Wert eines Dings das einzige, das sie interessierte. Und Reine, die Jüngere, die nachahmte, was die Schwester tat, mit einer halben Sekunde Verzögerung. Keine böse Absicht, nur das Muster von jemandem, der nie gelernt hat, woanders hinzuschauen. Sie bekamen die schönen Zimmer. Das Mädchen bekam das Stroh. Odile war die Erste, die es sagte. Aschenputtel. Mit einem Ton, als würde man in etwas hineintreten, das man nicht respektiert. Du hast die Schalen nicht weggeleert. Das Mädchen schaute auf, dann weg. Es leerte die Schalen. Reine wiederholte es am nächsten Tag, ohne den Ton, aber auch ohne den anderen. Nur das Wort, neutral, wie man einen Stuhlstuhl nennt. Das war in gewisser Weise schlimmer. Irgendwann rief auch die Frau es so. Und irgendwann, das war der Moment, den das Mädchen sich nicht aussprach, den es im Stillen vor sich hertrug wie einen Stein im Holzschuh, fragte es sich für einen kleinen, erschreckenden Augenblick, wie es eigentlich hieß. Den richtigen Namen, den die Mutter benutzt hatte. Es lag irgendwo, dieser Name, unter all dem anderen, aber er wurde dünner, je seltener er gerufen wurde. Der Vater saß dabei, er saß am Tisch, wenn das Mädchen servierte, und er schaute auf seine Hände. Nicht aus Bosheit, aus dem anderen. Aus dem, das keinen Namen hat, wenn ein Mensch beschlossen hat, etwas nicht mehr zu sehen, damit er es nicht tragen muss. Das Mädchen schenkte Wein nach. Der Vater schaute zur Seite. Das war alles. Die Mutter hatte ihn angeschaut, wirklich angeschaut. Das Mädchen erinnerte sich daran, wie er es damals zugelassen hatte. Jetzt ließ er es nicht mehr zu. Es wurde Abend und das Mädchen saß in der Asche am Herd, weil es dort am wärmsten war. Die Schwestern lachten oben, ein helles Lachen durch die Decke. Der Vater saß am Tisch und hörte es, und sein Gesicht tat nichts. Das Mädchen drückte die Finger in den Stoff des grauen Kittels und zählte. Die Schritte vom Herd zum Fenster. 7 zum Fenster, zur Tür. 3 zur Tür, zurück. 3. So verging der erste Winter. Im Frühjahr, als der Boden wieder weich war, sagte der Vater, er müsse auf die Messe. Er fragte die Stieftöchter, was er mitbringen solle. »Schöne Kleider«, sagte Odile. »Perlen«, sagte Reine. »Und Edelsteine.« Er nickte und drehte sich zur Tür, und da war er schon fast draußen, als er einhielt. Er schaute zurück, nicht ganz bis zu dem Mädchen in der Küche, an der Wand neben ihm. Und die Frage kam, fast als hätte er sie vergessen gehabt. »Und du? Was soll ich dir mitbringen?« Das Mädchen antwortete ohne Nachdenken, als wäre die Antwort schon lange da gewesen und hätte nur auf die Frage gewartet. »Den ersten Zweig, der euch auf dem Heimweg an den Hut stößt.« Er runzelte die Stirn. Dann nickte er und ging. Er brachte es tatsächlich. Einen Haselzweig, noch ein wenig krumm, mit jungen Blättern dran, die sich im Wind bewegten. Er hatte absteigen müssen, um die Mütze vom Boden aufzuheben. Der Zweig hatte ihn beim Reiten erwischt, fast ärgerlich über die Störung. Aber er hatte ihn abgebrochen. Er reichte ihn dem Mädchen ohne Kommentar, ohne Erklärung, weil er keinen Gedanken daran verwendete. Das Mädchen hielt ihn in beiden Händen, als wäre er zerbrechlich. Es trug ihn zum Grab. Die Erde war aufgetaut, weich genug unter den Fingern. Das Mädchen kniete und grub, nicht mit einem Werkzeug, mit den Händen, weil das die richtige Art war, für diesen Moment die einzige Art. Es pflanzte den Zweig ein,
drückte die Erde fest, und dann kniete es dort, und die Tränen kamen. Nicht mit Schluchzen, nicht mit Aufhebens. Das Weinen von jemandem, der sich daran gewöhnt hat, das ruhige, gleichmäßige Weinen, das schon weiter ist als Weinen, das mehr wie Atmen ist, wenn man lange nicht mehr geatmet hat. Die Tränen fielen in die Erde. Der Haselbaum wuchs, nicht schnell, nicht auf einmal, aber von Besuch zu Besuch, und das Mädchen kam täglich, manchmal zweimal, manchmal dreimal, weil die Küche und das Stroh und die 7 Schritte vom Herd zum Fenster irgendwann so schwer wurden, dass der Baum der einzige Ort war, an dem der Atem sich setzte, wurde er größer. Die Äste breiteten sich aus, die Blätter wurden voller, und irgendwann im Sommer machte der Baum Schatten, genug für das Gras, auf das man sich setzen konnte. Das Mädchen kam, und es bat um nichts. Es war einfach da. Es legte die Hände auf die Rinde, rau und warm, und stand so. Kein Wort, keine Bitte. Nur in dem Aufgehen der Muskeln in den Schultern, wenn es ankam. Nur in dem ruhigen Werden des Atems. Und eines Tages saß ein Vogel darin. Weiß, nicht groß. Er saß auf einem der mittleren Äste und schaute. Das Mädchen hielt inne. Der Vogel schaute weiter. So wie man schaut, wenn man jemanden kennt. Ohne Neugier, ohne Scheu, mit der Ruhe des Wiedererkennens, die keiner Erklärung braucht. Das Mädchen kannte diesen Blick. Es kannte ihn von früher, von sehr früher, von einer Zeit, in der der Blick von einem menschlichen Gesicht gekommen war. Ein langer Moment. Dann setzte es sich ins Gras. Das erste Mal seit langer Zeit, dass die Beine nachgaben, dass das Hinsetzen keine Erschöpfung war, sondern eine Entscheidung. Der Vogel blieb. Die Sonne zog über den Baum, und die Schatten wanderten, und das Mädchen saß und sagte nichts. Und das war gut so. Der König ließ ausrufen, es werde ein 3-tägiges Fest geben. Alle Jungfrauen im Lande sollten kommen, damit der Königssohn unter ihnen seine Braut wählen könnte. Die Stiefschwestern hörten es und begannen sofort. Sie legten Kleider auf das Bett, verglichen, riefen das Mädchen. Odile wollte die Haare geflochten, dann wieder aufgesteckt, dann anders geflochten. Reine wollte die Schnüre am Mieder fester, dann lockerer, dann fester. Das Mädchen arbeitete und sprach nicht. Ihre Hände bewegten sich ruhig und präzise, die Hände von jemandem, der diese Arbeit nicht mehr messen musste. Als die Stiefmutter in die Tür trat, wurden die Schwestern stiller, zufriedener. Sie saßen gerade, und das Mädchen stand. »Ich würde gern auch mitgehen«, sagte das Mädchen. Die Stiefmutter schaute es an. Rücken gerade, Hände im Schoß, die Ruhe von jemandem, dem die Macht gehört und der das weiß. »Du?« Ein halber Augenblick. »Du hast keine Kleider. Du kannst nicht tanzen.« Sie wandte den Blick ab. »Du würdest uns nur beschämen.« Das Mädchen schwieg. Die Stiefmutter stand auf. Nicht, weil die Unterhaltung schwierig geworden wäre, weil sie ihr Ende erreicht hatte. Sie griff sich eine Schüssel, schüttete sie in die Asche. Linsen, Hunderte, die in den grauen Staub versanken und verschwanden. »Wenn du das bis in 2 Stunden ausgelesen hast, kannst du mitgehen.« Dann gingen sie. Die Töchter, die Stiefmutter. Der Vater, der die ganze Zeit an der Wand gestanden hatte, folgte, ohne einen Blick in die Küche. Das Mädchen kniete in der Asche. Es schaute auf die Schüssel, dann nach draußen, zum Küchenfenster, zum Licht des frühen Abends. Dann pfiff es, nicht laut. Die Art von Pfeifen, das man kennt, wenn man es lange gemacht hat. Mit der Kehle, nicht mit den Lippen, so wie die Mutter es ihr beigebracht hatte. Mit der Stimme, nicht mit Brot. Die Tauben kamen, nicht zögerlich, nicht als Wunder. Sie kamen, wie man kommt, wenn man gerufen wird, selbstverständlich, mit dem Flattern der Ankunft
und dann der Stille danach. Sie setzten sich in die Asche und ihre Schnäbel bewegten sich schnell und gleichmäßig. Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen. 1 Stunde. Fertig. Das Mädchen stand auf, trug die Schüssel zur Stiefmutter. Die Stiefmutter schaute hinein, dann das Mädchen an. Ihre Miene veränderte sich nicht. »Du kommst nicht mit«, sagte sie. »Du hast keine Kleider.« Das Mädchen hob den Blick. Die Stiefmutter hatte sich bereits abgewandt. Die 2. Schüssel. 2 Schüsseln. Diesmal. 1/2 Stunde. Die Tauben kamen wieder. Schneller, als wären sie wütend auf die Linsen, nicht auf das Mädchen. Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen. Und der Topf war voll in weniger Zeit als vorher. Das Mädchen trug ihn zur Stiefmutter. Die Stiefmutter drehte sich nicht mal ganz um. Nein! Noch ruhiger als das erste Mal. Das Nein von jemandem, der nicht einmal die Energie für Erklärungen aufwenden will. Sie gingen. Das Haus wurde leer. Kein Lachen durch die Decke, kein Schritt auf dem Flur, nur das Feuer im Herd und die Stille, die keine Erholung war. Das Mädchen stand in der Küche. Die Stiefmutter hatte ihr, ungewollt, Zeit gegeben. Das war der Gedanke, der kam. Ruhig, ohne Aufregung. Die Nacht gehörte ihr. Es öffnete die Hintertür und ging. Das Grab lag still im Abendlicht. Das Mädchen stand davor und legte die Hände auf die Rinde des Haselbaums. Rau, warm von der Tagessonne, die Aderung des Holzes unter den Fingern. Es hatte dort so oft gestanden und nur das Stehen gewollt, die Verbindung, die Gewissheit, dass der Baum wuchs. Das war genug gewesen. Jetzt wollte es mehr. Rüttle dich, Bäumelein, wirf Gold und Silber auf mich hin. Der weiße Vogel ruckte den Kopf. Dann flatterte er einmal, ein kurzes, präzises Flattern. Und was danach fiel, war kein Blatt, kein Zweig. Gold und Silber, warm und schwer, ein Kleid und Schuhe, die in das Abendlicht fielen, wie etwas, das schon immer da gewesen war und nur gewartet hatte, gefunden zu werden. Das Mädchen hob das Kleid auf. Es zog es langsam an, präzise, wie jemand, der sich erinnert, wer er ist. Nicht an die Kleider, nicht an die Schönheit, sondern an etwas Tieferes, das unter dem grauen Kittel immer noch da gewesen war. Der Stoff legte sich an den Körper, als wäre es der richtige Körper dafür. Als hätte das Kleid gewusst, für wen es gemacht worden war. Die Schuhe saßen. Das Mädchen richtete sich auf, ließ den Rücken sich strecken, die Schultern, den Hals. Das Schloss war erleuchtet. Hunderte von Kerzen, das Licht, das aus den Fenstern strömte und den Boden davor warm machte, als wäre dort immer Sommer. Das Mädchen stieg die Treppe hoch. Die Blicke der anderen kamen, nicht einschüchternd, das war das Neue. Die Blicke von Menschen, die wirklich hinschauten, die nicht an ihr vorbeisahen oder durch sie hindurchschauten. Ein Blick, der landete. Das kannte das Mädchen nicht, nicht mehr, nicht seit. Es ließ den Gedanken nicht zu Ende. Der Königssohn stand oben. Er sah sie kommen und er trat ihr entgegen und seine Hand fand ihre, nicht greifend, nicht fordernd, findend. Die Geste des Menschen, der weiß, was er hat und nicht noch einmal loslassen will. Wollen wir tanzen? Sie tanzten und das Mädchen tanzte, aber es schaute. Es schaute, wie er die anderen abwies, höflich, fest, ohne Erklärung, ohne das Theater der Entschuldigung. Es schaute, wie er sich bewegte, wenn er glaubte, er werde nicht beobachtet. Es schaute, wie er blieb, bei ihr, immer wieder, auch wenn die Nacht sich dehnte und der Raum voller wurde. Wer ist dieser Mann, wenn er hat, was er will? Bleibt er dann noch so? Gibt er trotzdem Acht? Er blieb, er gab Acht. Das Mädchen tanzte und irgendwann hörte das Beobachten nicht auf, wurde aber leichter.
Die Anspannung des Prüfens wich ein wenig, nur ein wenig. Sie ließ die Hand nicht los, aber die Hand, die sie hielt, ließ auch nicht los. Als der Abend sich neigte, ließ sie los. Er schaute auf. Ein halber Moment. Überraschung. Dann etwas Tieferes. »Wer bist du? Wohin gehst du?« Aber das Mädchen war bereits in Bewegung. Nicht rennend. Sicheres Gehen, das schneller wurde. Die Art von Bewegung, die weiß, wo sie hingeht, die keine Angst braucht für ihre Richtung. Die Treppe, den Garten, an der hohen Mauer entlang. Der Königssohn folgte mit Fackeln und Dienern. Das Mädchen sprang ins Taubenhaus. Dann über die Rückseite, durch den Garten, durch die Hintertür. Das Kleid dem Vogel zurückgegeben. Der Baum nahm es in seine Äste, als wäre das sein Platz, als wäre das immer sein Platz gewesen. Der graue Kittel, die Asche, das Öllämpchen, das noch nicht ganz erloschen war. Das Mädchen setzte sich und schob die Hände in die Asche, weil das wärmer war als die Luft der Küche. Die Stille nach dem Lärm des Schlosses war absolut. Und das Wissen war da, leise, unauffällig. Aber da, das Wissen, das nicht weggeht, wenn man es einmal hat. Sie war das gewesen, das Mädchen auf der Treppe, das die Blicke auf sich hatte. Das Mädchen, das getanzt hatte. Die Kleider und die Kerzen und der Prinz, der nicht losgelassen hatte. Das war kein Traum. Das war sie. Das Wissen blieb. Am zweiten Tag kamen die Erbsen. 2 Schüsseln diesmal von Anfang an. Die Stiefmutter ließ nichts auf Zufall. Das Mädchen rief die Tauben und die Tauben kamen. Und die Arbeit war schneller noch als gestern, als wären die Vögel ungeduldig geworden auf das, was danach kam. Die Stiefmutter schaute in die Schüsseln, dann das Mädchen an. »Nein«, sagte sie. Das war alles. Sie gingen. Das Mädchen war schon unterwegs, bevor das Echo der Tür ganz verklungen war. Das zweite Kleid war prächtiger als das erste, schwerer, die Farbe wie Mondlicht auf Wasser, und es reflektierte den Abend auf eine Art, die das erste Kleid nicht getan hatte. Der weiße Vogel hielt es länger, bevor er es fallen ließ, nicht als Zögern, sondern als Anschauen, als würde er prüfen, ob das Mädchen bereit war. Es war bereit. Das Mädchen zog das Kleid an und ging. Der Königssohn wartete, nicht am Eingang, nicht beiläufig. Er stand oben auf der Treppe und er wartete. Er hatte seit gestern Abend gewartet. Das war an ihm zu sehen. Nicht ungeduldig, nicht aufgeregt, sondern so, wie jemand wartet, der beschlossen hat, dass die Sache sich lohnt. Als das Mädchen die Treppe hinaufstieg, kam sein Blick ihr entgegen. Und diesmal war keine Überraschung darin. Nur das ruhige, feste »Da bist du«. Sie tanzten länger diesmal. Das Mädchen beobachtete, wie er die Nacht um sie herum arrangierte, die anderen fernhielt, den Raum bewahrte, ohne darüber zu reden. Er war geduldig, das war das Wort. Nicht ungeduldig vor Begehren, geduldig, als würde er wissen, dass etwas Zeit braucht und als wäre er bereit, diese Zeit zu geben. Als sie sich löste, folgte er diesmal wirklich, schnell. Die ganze Energie des Abends in den Schritten. Das Mädchen lief nicht aus Angst, es lief, weil der Garten dunkel war und der Birnbaum am Rand des Gartens stand, alt, mit Ästen, die sie von unten kannte. Sie griff nach dem ersten Ast. Die Hände kannten die Äste. Das war das Eigentümliche. Sie zog sich hoch, Ast für Ast, mit der Aufmerksamkeit von jemandem, der nie vergisst, wo die Hände hinkommen. Höher, bis die Fackeln unten aufgehört hatten, ihr zu folgen, bis der Lärm des Schlosses nur noch ein Rauschen war. Der Königssohn ließ die Axt holen. Das Holz splitterte, der Baum fiel, aber da war niemand mehr darin. Das Mädchen war über die Rückseite gesprungen, bevor das erste Holz nachgab. Eine kurze Stille in der Luft, dann Boden, dann der Garten und die Hintertür
Und die Küche. Kittel, Asche, Öllämpchen. Der Vater kam herein. Er schritt in die Küche mit dem Licht einer Fackel, und das Mädchen hob den Blick, und er schaute es an. Ein Augenblick, in dem die Wahrheit direkt vor seinem Gesicht lag. Seine Tochter in der Asche, das Kleid fort, das Gesicht dasselbe, das Gesicht, das er kannte. Dann schaute er weg. Seine Augen gingen zur Wand, zum Herd, zur Tür. Überall außer dorthin, wo seine Tochter in der Asche saß. Er fragte nichts. Er ging. Das Mädchen schaute auf die Tür, die sich hinter ihm schloss. Morgen wieder. Das war keine Frage. Das dritte Kleid war keines, das man beschreiben konnte, ohne zu viel zu sagen. Es war aus dem, was Gold ist, wenn Gold aufhört, schwer zu sein und anfängt zu leuchten. Nicht zu spiegeln, nicht zu blenden, sondern auf eine ruhige, absolute Art zu leuchten, die wie Wärme auf der Haut lag. Und Schuhe dazu. Golden, klein, präzise gearbeitet, als wären sie für einen Fuß gemacht worden, der nie in zu großen Holzschuhen gelaufen war. Der Fuß, den dieser Schuh kannte, war der, der wirklich da war. Das Mädchen stand vor dem Baum und hielt das Kleid. Es dauerte einen Moment. Nur einen. Das Stehen vor dem Kleid, das Begreifen dessen, was der Abend forderte. Dann zog es sich an. Und diesmal war das Anziehen anders. Kein Nachdenken, kein präzises Anlegen. Nur das Kleid, das auf die Haut fiel wie etwas Bekanntes. Wie etwas, das zurückkehrt. Der Königssohn hatte die Treppe mit Pech bestreichen lassen. Den letzten Abschnitt, dunkel und klebrig und noch warm von der Hitze des Tages. Das Mädchen sah es nicht. Das Mädchen war im Saal. Sie tanzten. Und diesmal, zum ersten Mal, in 3 Nächten, tanzte sie wirklich. Nicht mit dem Teil von ihr, der beobachtete, der prüfte, der fragte, wer bist du, wenn du hast, was du willst? Dieser Teil war immer noch da, irgendwo, aber er war kleiner geworden, eine Schicht dünner, und darunter war etwas, das sie nicht erwartet hatte. Ein Raum. Ein Raum, in dem sie nicht zählte, nicht abwog, nicht wartete. Das Kleid lag um sie wie vergessen. Der Prinz bewegte sich und sie bewegte sich, und die Kerzen des Saals machten das Licht weich und gleichmäßig, und irgendwann hörte der Teil von ihr auf, der immer weiter beobachtete. Nicht plötzlich, so allmählich wie der Frost unter der Frühlingssonne. Und was blieb, war nur das: der Saal, die Musik, die Hand, die ihre hielt, und das Bewusstsein, dass sie hier war. Wirklich hier, nicht neben sich selbst. Dann der erste Glockenschlag. Der Prinz stockte, bevor sie sich bewegte. Ein halber Takt. Er war noch im Schritt, als seine Hand schon wusste, dass die ihre sich lösen würde. Dann stieß sie sich ab und das Rennen begann. Die Treppe, die letzten Stufen, dunkel vom Pech. Der linke Fuß zog. Der Widerstand kam vor dem Wissen darüber, das Anheben des Fußes, das nicht einfach wurde, das Reißen, das Kurze, das über den Lärm der Flucht hinausging. Der goldene Schuh blieb in dem Pech. Das Mädchen zog den Fuß heraus, einen beschuhten, einen nackten, und lief weiter. Den Garten, die Mauer, die Hintertür, die Tauben in ihren Häusern ruhig, das Feuer im Herd, ein müder Glutrest. Sie setzte sich, ein Fuß mit Schuh, einer ohne. Sie schaute lange auf beide, auf den beschuhten, Gold, warm im Schein des Herdfeuers, als würde er selbst leuchten. Auf den anderen, der Fuß selbst kleiner als sie gedacht hatte, die Haut da, wo der Schuh gewesen war, noch das Muster der Nähte eingedrückt. Irgendwo im Garten schlug ein Ast, dann nichts. Der goldene Schuh war irgendwo auf der Treppe des Schlosses, im Pech, und der Morgen würde ihn finden. Die Stille war nicht leer. Sie hatte ein Gewicht, ein eigenes, und das war neu. Der Königssohn kam am Morgen. Er hatte den goldenen Schuh. Er hatte die Nacht damit verbracht, nach dem Weg zu suchen, den das Mädchen gegangen war,
und keinen gefunden. Jetzt stand er vor jedem Haus, vor jeder Tür, weil der Schuh klein war und präzise und irgendeine Frau damit 3 Nächte getanzt hatte und dann verschwunden war, jedes Mal, ohne Erklärung. Er kam auch zu diesem Haus. Die Stiefmutter öffnete. Sie führte ihn hinein, ließ Odile holen. Odile setzte sich und streckte den Fuß aus. Ein großer Fuß. Der Schuh saß nicht. Die Zehe sperrte sich. Die Stiefmutter stand daneben. Ohne Hast griff sie hinter sich, das Messer, das sie bereithielt, beiläufig, als würde sie Brot schneiden, und reichte es ihrer Tochter. Odile sah es an. Ihre Miene veränderte sich nicht. Sie biss die Zähne zusammen. Dann tat sie, was das Messer verlangte. Ohne Wort, ohne Klage, mit der Stille von jemandem, der gelernt hat, dass der eigene Schmerz keine Priorität hat. Das Blut war zuerst nicht zu sehen. Sie zog den Schuh an. Er saß. Sie stand auf. Ihr Gang war gleichmäßig. Der Königssohn sah nicht hinunter. Er ritt mit ihr fort. Am Haselbaum saßen 2 weiße Tauben, still im Morgengrau. Dann rief eine von ihnen, nicht anklagend, nicht klagend. Die Stimme einer Aussage: Ruckedi-Guck, Ruckedi-Guck, Blut ist im Schuck, Blut ist im Schuck. Der Königssohn hielt inne. Er schaute hinunter. Der Strumpf war weiß gewesen. Er drehte sein Pferd um. Die zweite Tochter, Reine. Ihr Fuß war kleiner, aber die Ferse zu breit. Die Stiefmutter stand daneben. Das Schweigen zwischen ihnen, das Schweigen von 2 Menschen, die beide wissen, was das Nächste ist. Reine schaute auf das Messer, das gereicht wurde. Ein Augenblick. Kaum sichtbar, kaum länger als ein Atemzug. Ein Flackern in ihren Augen, das kein Mitleid war, aber auch kein gar nichts. Dann die Zähne zusammengebissen, der Blick weggewendet. Sie tat, was das Messer verlangte. Sie zog den Schuh an. Sie stand auf. Der Gang war gleichmäßig. Am Haselbaum. Ruckedi-Guck, Ruckedi-Guck, Blut ist im Schuck, Blut ist im Schuck. Der Königssohn schaute hinunter. Den weißen Strumpf. Das, was durch den weißen Strumpf kam. Er drehte sein Pferd um und er ritt zurück. Und diesmal würde er nicht wieder umkehren. Der Königssohn stand in der Tür des Hauses und schaute hinein. Habt ihr keine andere Tochter? Der Vater öffnete den Mund. Ein Moment des Schweigens. Das Abwägen von jemandem, dem die Antwort unangenehm war, dem das, was er sagen würde, eine Einladung sein würde zu etwas, das er nicht wollte. Nur ein kleines, verbuttetes Aschenputtel, sagte er. Wie er das sagte, mit dem Ton der Stiefmutter, dem abgetanen Ton, der nichts mehr als einen halben Gedanken wert war, war der Ton von jemandem, der die Sprache eines anderen gelernt hat, bis er selbst nicht mehr weiß, dass er sie spricht. Das kann unmöglich gemeint sein. Holt sie. Das Mädchen wusch sich die Hände, dann das Gesicht. Mehr tat es nicht. Der graue Kittel blieb. Die Haare, wie sie waren. Nur die Hände sauber, das Gesicht sauber, und das war alles. Das war alles, was nötig war. Nicht, weil es nicht mehr hatte, sondern weil mehr nicht die Frage beantwortete, die gestellt werden würde. Es trat in den Raum. Der Königssohn schaute es an. Der goldene Schuh kam. Das Mädchen setzte sich und der Schuh glitt auf ihren Fuß. Kein Druck, keine Verrenkung, kein Atemanhalten. Er ging hinein wie etwas, das weiß, wohin es gehört. Die Wahrheit des Körpers, die keine Erklärung brauchte. Dieser Fuß war nie für Holzschuhe gemacht worden, die zu groß waren. Dieser Fuß hatte immer in etwas anderem leben sollen, wie angegossen. Das Mädchen stand auf. Nicht, weil jemand es ihr sagte, nicht, weil der Königssohn die Hand ausstreckte. Sie stand auf, weil sie aufstand. Die Schultern, die den ganzen Tag hochgezogen gewesen waren, die gingen nach unten und der Rücken streckte sich und das Stehen war anders als alle Stehen vorher.
das Stehen von jemandem, der aufgehört hat zu warten, der aufgehört hat, auf Erlaubnis zu warten. Der Königssohn schaute sie an, nicht den Schuh. Sie 3 Nächte, ein goldenes Kleid, ein silbernes, das prächtigste. 3-mal das Mädchen, das getanzt und dann verschwunden war, ins Taubenhaus, auf den Birnbaum, in die Stille. Und jetzt stand hier im grauen Kittel, die Haare einfach, die Hände sauber, dasselbe Mädchen. Die Augen, die ihn beobachtet hatten. Der Rücken, der sich nicht gebogen hatte. Die Art, wie sie gestanden hatte, auch als sie getanzt hatte. Als wäre sie der Mittelpunkt des Raums, nicht weil sie es beanspruchte, sondern weil sie einfach da war. Das ist die rechte Braut. Keine Ausrufe, keine Geste. 3 Wörter. Die Stiefmutter stand an der Wand, ihre Töchter neben ihr. Ihre Gesichter wurden bleich, nicht aus Scham, nicht zuerst. Aus dem Wissen dessen, was das bedeutete. Die Rechnung, die jetzt aufging, die Züge auf dem Spielfeld, die sich rückwärts zusammensetzten. Und darunter, tiefer das andere. Das, was sie getan hatten, das, was sie sich nicht ausgesprochen hatten, damit es leichter gewesen war. Das Mädchen schaute sie nicht an. Es schaute geradeaus. Die Schritte vom Herd zum Fenster, 7, waren weg aus dem Kopf. Nicht ausgelöscht, nicht vergessen, einfach nicht mehr nötig. Das Zählen hatte aufgehört, wie Dinge aufhören, die man eine Weile gebraucht hat und dann nicht mehr braucht. Der Stein im Holzschuh, immer da, immer spürbar, fort. Es gab dem Prinzen die Hand, nicht weil jemand es ihr sagte, weil sie es entschied. Zur Kirche war es ein langer Weg. Die Stiefschwestern kamen. Sie hatten sich schön gemacht für diesen Tag. Die schönen Kleider, das Lächeln, das noch nicht aufgegeben hatte. Odile trat neben das Mädchen, rechts, Reine links. Die Hoffnung hatte ein zähes Leben. Die Hoffnung glaubte immer noch, dass sie sich einschmeicheln konnte, Teil des Glücks sein konnte, wenn sie nah genug stand. Der Haselbaum stand am Weg. Als der Zug vorbeikam, flogen 2 weiße Tauben auf. Sie kreisten einmal, geräuschlos, mit der präzisen Stille von Dingen, die wissen, was sie tun. Dann landeten sie. Die eine bei Odile, die andere bei Reine. Was dann geschah, geschah ohne Aufhebens, ohne Drama, ohne Schreien, ohne die große Geste des Urteils. Die Tauben pickten mit der Sachlichkeit von Wesen, die kein Interesse an der Reaktion haben, nur an dem, was ist und an dem, was getan werden muss. Das Gute ins Töpfchen, das Schlechte ins Kröpfchen. Odile hielt einen Laut zurück, Reine nicht. Auf dem Rückweg das Zweite. Das Mädchen ritt auf dem Pferd des Königssohns. Es schaute nicht hinunter, nicht zu den Schwestern, nicht zu dem Hof der folgenden Menschen, nicht zurück zu dem Haus hinter der Biegung des Wegs, dem Herd, dem Stroh, den 7 Schritten vom Herd zum Fenster. Es schaute geradeaus, den Weg, das Licht des Morgens, das von Osten kam und warm auf den grauen Stoff fiel. Dann ein leichtes Gewicht auf der linken Schulter. Eine Taube, weiß. Die Wärme von Federn, die anders war als die Wärme von Stoff. Lebendiger, atmend, die Wärme von jemandem, der bei einem ist. Die rechte Schulter, dieselbe Wärme. Das Mädchen ließ die Hände im Schoß, den Rücken gerade, den Blick nach vorn. Die Tauben blieben, eine auf jeder Schulter, und ihr Gewicht war so leicht, dass man es hätte übersehen können, wenn man nicht gewusst hätte, wonach man griff. Wenn man nicht gewusst hätte, was dieses Leichte bedeutete. Das Mädchen wusste es. Es schaute geradeaus, und die Wärme von Federn lag auf dem Stoff des grauen Kittels, der heute das letzte Mal getragen wurde, und die beiden Tauben blieben. Wenn dich diese Geschichte berührt hat, dann bist du genau richtig hier. Regelmäßig erwacht ein neues Märchen zum Leben. Neue Stimmen,
neue Welten. Abonniere diesen Kanal, damit du keines davon verpasst. Und wenn du jemanden kennst, dem diese Geschichte gefallen hätte, teil sie mit ihm. Manche Geschichten sind zu schön, um sie alleine zu hören,